Hallo und herzlich willkommen in den Allgäuer Alpen in der sogenannten Nagelflughette auf dem Weg zum Mitterkopf und dem Bärenkopf oder auch Bärenköpfle. Und damit auch herzlich willkommen bei Mount Tour Guide. Kurz und knapp vorab, ihr findet den Link zum Download der gesamten Tourenbeschreibung jetzt oben im Info-Button oder unten in der Videobeschreibung. Ich sag's euch gleich mal vorab, es ist nun einfach so, dass es hier eine Bahnanbindung gibt. Und jeder, der schon mal eine Tour gemacht hat mit einer Bahnanbindung, der wird wissen, da oben ist man für gewöhnlich nicht alleine, egal zu welcher Jahreszeit. Bei mir war es jetzt so, ich war zum einen unter der Woche unterwegs und zum anderen war die Bahn geschlossen. Die wurde irgendwie technisch überprüft, deswegen war es relativ ruhig. Nichtsdestotrotz war trotzdem noch ein bisschen was los da oben. Alles in allem aber trotzdem eine wunderschöne Tour, einfach deswegen, weil die Erreichbarkeit sehr leicht ist, es gibt keine Schwierigkeiten unterwegs und die Aussicht da oben, ich meine, das ist Allgäuer Gebiet, einfach gigantisch. Die Aufnahmen, die ihr hier seht, sind übrigens mit meinem neuen Equipment gemacht, das ist jetzt auch alles in 4K. Ich bin noch ein bisschen am Einstellen und Probieren, damit die Aufnahmen noch besser werden. Also verzeiht es mir, sollte es hier eventuell kleine Unreinheiten oder Bildfehler oder ähnliches geben. Ich arbeite dran. Zur Tour selbst kann ich so viel sagen. Ich bin einen Rundweg gegangen, das ist möglich, aber halt rein optional. Der Aufstieg zum Mitterberg selbst ist leider Gottes so, dass wir diesen Forstweg relativ häufig haben und der letzte Anstieg ist tatsächlich rein über diese Forststraße. Es lässt sich leider nicht vermeiden. Man kann anfangs noch über diesen Wurzelsteig, den man immer wieder sieht, kann man noch schön quasi abkürzen und hat eine schönere Strecke, aber ihr werdet an der geteerten Straße nicht vorbeikommen. Vorteil ist, dass selbst früh und spät im Jahr kann man diese Tour dadurch noch gehen. Ihr seht, bei mir lag noch einiges an Schnee, aber der Hauptweg war frei, es war schön warm und die Aussicht, wir sind noch nicht mal oben und ihr könnt schon sehen, die Aussicht, die hat's in sich. Wie gesagt, wer jetzt möchte, kann direkt vom Mitterberg wieder absteigen oder aber ihr wählt die Rundweg-Variante, so wie es ich getan habe. Geht dann den Weg vom Gipfel aus einfach weiter, landet bei der Aussicht des Bärenköpfles. Das ist, glaube ich, eine Art Denkmal mit seinem großen Kreuz. Aber der eigentliche Gipfel ist tatsächlich dahinter, da muss man noch ein kleines Stück weiter bergauf. Der Gipfel selbst hat dann kein Kreuz und nicht viel Aussicht, aber Gipfel ist Gipfel und den sollte man natürlich mitnehmen. Für den Rundweg geht's dann wieder zurück zum Aussichtspunkt, folgt den Schildern und im Endeffekt geht es dann, wenn man Richtung Alpe Oberberg geht, erstmal steil bergab. Bei mir war es jetzt zum Beispiel so, es war mitten in der Schneeschmelze
Da war das Problem, dass es einfach sehr rutschig und sehr matschig war und an einigen Stellen auch auf dem normalen Abstiegsweg sich kleinere Sturzbäche gebildet haben. Das kann man im Video schön sehen. Das war aber jetzt für mich die einzige wirkliche Schwierigkeit unterwegs. Man braucht aber schon Trittsicherheit. Also gerade in diesem Waldstück beim Abstieg achtet da ein bisschen drauf, wie ihr euch bewegt. Es ist aber alles in allem nicht wirklich schwierig. Als Aufstiegsvariante empfehle ich aber den Abstieg, den ich hier gewählt habe, eher weniger. Das ist sehr frustrierend, weil es wirklich sich sehr lang zieht und auch oft am Ende sehr steil ist, wo man am Anfang wirklich durch Ortschaften gehen muss und alles und das macht einfach keinen Spaß. Ihr werdet auch sehen, dass wir an eine Fahrstraße kommen, der wir folgen und das ist für einen Aufstieg ist es einfach frustrierend. Und ihr seht es auch im Video, ihr werdet am Ende durch Ortschaften gehen müssen. Ich habe die Ortschaften selber dann nicht mehr wirklich mitgefilmt. Einfach auch aus Datenschutzgründen, da Kinder und Menschen und Autokennzeichen filmen. Ich glaube, das ist nicht notwendig. Ein kleiner Kniff am Ende jetzt noch, das ist auch die letzte Aufnahme, die sich bewegt in diesem Video. Hier gibt es einen Gegenanstieg, der hat's mit nochmal ordentlich Stufen in sich. Da werdet ihr also, nachdem sich die Muskeln schon vom Abstieg jetzt erholt haben und in den Standby-Modus fahren, werdet ihr nochmal knackig gefordert. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch viel Spaß, macht sie, geht sie die Tour und nicht vergessen, nur mit Mount Tour Guide erreicht ihr den Gipfel gescheit.